Am frühen Morgen liegt ein dünner Nebel über der Asphaltstraße, die in die Vororte führt, wo das Unkraut noch von der Morgenfeuchtigkeit feucht ist. Das schwache Licht der Morgendämmerung schien durch die Bäume und zeichnete schimmernde Lichtstreifen auf die vom nächtlichen Regen noch feuchte Straße. Am Rand des Grases lag regungslos ein kleines Wesen, dessen Körper schwach zitterte wie ein Rauchwölkchen in der kalten Luft. Es war ein neugeborener Fuchs, sein Fell war durchnässt, seine Augen waren noch geöffnet, sein Körper so klein wie eine Kinderfaust. Die rote Nabelschnur hing noch immer über dem Bauch und erinnerte an den Moment der überstürzten Geburt mitten in einer einsamen, dunklen Nacht. Vielleicht war die Mutter nach der Geburt weggegangen und hatte das Kalb im kalten Gras und dichten Nebel zurückgelassen. Jede sanfte Brise ließ ihren kleinen Körper erzittern und ihr Atem verklang im fernen Zwitschern der Vögel. Der spärliche Strom der Autos rollte noch vorbei, niemand bemerkte das fragile Leben, das am Straßenrand allmählich verschwand. Die Tautropfen auf seinem Rücken ließen seine Haut zusammenziehen und seinen Körper in einer letzten verzweifelten Reaktion erzittern. Das schwindende Sonnenlicht breitete sich aus, schien auf das nasse Fell und spiegelte die stille Einsamkeit des neugeborenen Wesens wider. Aus der Ferne ertönte das Geräusch eines Automotors und durchbrach die Stille des kalten Morgens in der ruhigen Landschaft. Ein weißer Pickup rollte langsam um die Kurve, seine Reifen rollten auf dem regennassen Asphalt. Der Fahrer war Aaron Miller, ein junger Mitarbeiter des örtlichen Zoos, der gestern Abend von einer langen Schicht zurückkam. Als das Licht durch das Glasfenster reflektiert wurde, erhaschte er einen Blick auf ein kleines Objekt, das am Straßenrand auf dem grünen Gras lag. Instinktiv trat er auf die Bremse, die Räder blieben stehen, der Geruch von Erde und feuchtem Gras erfüllte schon früh die stille Luft. Er stieg aus, der kalte Nebel berührte seine Haut, die Szene war still, nur das Rauschen des Windes in den fernen Bäumen war noch zu hören. Vor ihm lag ein neugeborenes Fuchsjunges, sein Körper war schwach, sein Fell verfilzt und sein Atem war unregelmäßig und mühsam. Das sanfte Licht schien auf sein Gesicht, als er sich hinunterbeugte, seine Augen waren voller Mitleid mit dem kleinen Geschöpf. Er ging zurück zum Auto und holte den Schal und die Wärmflasche, die sich noch im Notfallset des Zoos befanden. Am verlassenen Straßenrand erschien im milden Morgensonnenlicht das Bild eines Mannes, der ein kleines Wesen in seinen Armen hielt. Er wickelte das Fuchsjunge in einen weichen Wollschal und spürte, wie die Kälte in seinen warmen Armen allmählich wich. Der kleine Körper zitterte leicht und atmete schwach, als würde er um jede letzte Sekunde seines Lebens mit dem Schicksal kämpfen. Er drückte es fest an seine Brust und spürte den schwachen Herzschlag sporadisch durch den feuchten Stoff und die dünne Haut. Vor dem hellblauen Himmel wirbelte Nebel um das Auto, das bereit war, seine Reise am frühen Morgen anzutreten. Die lange Straße schlängelte sich durch die Felder, die Räder rollten schnell über die Lichtstreifen, die vom nassen Asphalt reflektiert wurden. Jedes Mal, wenn das Auto leicht ruckelte, blickte er auf das kleine Wesen hinunter, das regungslos dalag, und hatte Angst, dass sein schwacher Atem aufhören könnte. Der Wind rauschte durch die Glastür, das Motorengeräusch vermischte sich mit dem Geräusch seines Herzens, das in einem konstanten, ängstlichen Rhythmus schnell schlug. 10 Kilometer entfernt gibt es neben einem Eichenwald eine kleine Tierklinik, wo er früher in der Tierrettung gearbeitet hat. Als er ankam, trug er das kleine Wesen hinein, dessen Atem in der kalten Luft weiß aufstieg. Die Ärzte übernahmen schnell die Arbeit, legten den Fuchs auf einen glänzenden Metalltisch und legten ein wärmendes Handtuch bereit. Im weißen Licht zitterte der kleine Körper leicht und wurde dann still, was dazu führte, dass der ganze Raum erwartungsvoll den Atem anhielt. Eine Krankenschwester trocknete ihn vorsichtig ab, durchtrennte die Nabelschnur und überprüfte seine Reflexe, während er mit zitternden Händen zusah. Der Tierarzt untersuchte das Herz und blickte mit erfahrenen Augen auf den nassen Körper, der nach Hoffnung schnappte. Sie wickelten ein weiteres trockenes Handtuch ein, öffneten die Tube mit der warmen Milch und ließen sie tropfenweise in das Maul des kleinen Wesens tropfen. Zunächst erfolgte keine Reaktion, dann bewegten sich die Lippen leicht und das schwache Tier schluckte den ersten Milchstrahl. Im ganzen Raum herrschte Stille, nur das Ticken der Uhr und das allmählich verklingende Atmen waren zu hören. Alle Augen leuchteten hoffnungsvoll, als sich der Brustkorb des Tieres mit jedem zarten Atemzug sanft hob und senkte.
Aaron stand mit gefalteten Händen neben ihr, sein Herz war erfüllt von Angst und einem seltsamen Glauben an das Leben, das vor ihm lag. Ein langer Atemzug entwich und dann ertönte ein leises, aber kraftvolles Stöhnen. Die Atmosphäre war voller Aufregung, das Personal atmete erleichtert auf und das Licht, das sich auf dem Tisch spiegelte, schien heller zu leuchten. Der kleine Körper bewegte sich leicht, schwache Beine zappelten in dem warmen Stoff, der nach sauberer Baumwolle roch. Aaron senkte den Kopf, seine zitternde Hand streichelte sanft den Kopf des kleinen Wesens und spürte, wie die Wärme zurückkehrte. In seinem Herzen breitete sich leise Glück aus, wie die Morgendämmerung vor dem Glasfenster. Die lange Nacht des Fuchsjungen ist vorbei und eine neue Lebensreise inmitten von Licht und Freundlichkeit beginnt. Aarons kleines Vorstadthaus liegt mitten auf einer grünen Wiese, wo er sich um verlassene oder verletzte Tiere kümmert. Das Fuchsjunge wurde in einen kleinen Käfig am Fenster gesetzt und mit einer weichen Decke zugedeckt, die leicht nach Sonnenlicht roch. Er nannte es Rusty, weil sein hellbraunes Fell in der Morgensonne kupferfarben glänzte. Jeden Morgen mischte er warme Milch, hielt Rusty in seinen Armen und ließ das kleine Wesen die Wärme der Liebe spüren. Tag für Tag wurde sein Körper stärker und sein schwacher Atem verwandelte sich allmählich in süße kleine Geräusche. Aaron notierte sorgfältig jeden Tag, jede Fütterung und jedes Anzeichen der Genesung des kleinen Tieres. Das Sonnenlicht schien durch die Vorhänge auf das allmählich weicher werdende Fell und brachte wieder den warmen Hauch des Lebens mit sich. Als er 10 Tage später die Tür öffnete, sah er zum ersten Mal, wie sich die kleinen Augen öffneten. Die klaren schwarzen Augen spiegelten die Gestalt der Person wider, die es gerettet hatte, strahlend und rein wie der erste Morgen des Lebens. Rusty tapste, stolperte und stand auf, wobei er kleine Fußabdrücke auf dem weichen Teppich hinterließ. Das Haus war erfüllt von den Geräuschen neuen Lebens und den sanften Lächeln auf den Gesichtern der Hausmeister. Nachmittags spielte Rusty auf der Holzveranda, sprang über trockene Blätter und kuschelte sich in das sanfte gelbe Sonnenlicht. Im ruhigen Leben eines Mannes, der die Natur liebt, ist dieses kleine Geschöpf das schönste Geschenk. 3 Monate vergingen, Rusty war erwachsen geworden, sein Fell war dick und glatt, sein Gang war stark, seine Augen waren voller Leben. Aaron wusste, dass es Zeit war, es in die Wildnis zurückzubringen, wo es wirklich hingehörte. An diesem Morgen bereitete er den Käfig vor, legte etwas Futter und das vertraute Handtuch hinein. Rusty lag still da und blickte hinaus, als ob er ahnte, was ihn in der Ferne erwartete. Das Auto rollte auf der alten Straße, das Sonnenlicht spiegelte sich durch das Glas wie ein endloser goldener Streifen. Die Bäume entlang der Straße waren noch grün, das Vogelgezwitscher hallte noch immer wie an dem Tag, als er dieses kleine Wesen fand. Als das Auto anhielt, war es still im Raum, nur das Rauschen des Windes und der kühle Duft der Wiese waren noch da. Er öffnete die Käfigtür, beugte sich hinunter, das goldene Licht schien auf das weiche Fell und glühte wie sommerliches Kupferfeuer. Rusty stieg langsam aus, seine Füße auf dem taufrischen Boden, und er atmete die vertraute Brise ein. Sein Blick blickte sich um, blieb dann an dem Mann hängen, der reglos im gelben Sonnenlicht stand. In diesem Moment der Stille schien die Zeit still zu stehen, und zurück blieben nur die sanfte Brise und die Kommunikation zweier Seelen. Dann drehte sich Rusty um und rannte in Richtung des tiefen Waldes, wobei seine Gestalt allmählich im endlosen Grün der Natur verschwand.